Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge dieses Podcastes. Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 81. Folge von Playmocast. Und in dieser 81. Folge sind, genau wie in Folge 80, Sabrina und Matthias wieder mit dabei. Ich freue mich sehr. Hallo Sabrina. Hallo ihr Lieben, ich freue mich. Und hallo Matthias. Hallo zusammen, schön, dass wir wieder zusammen sind. Finde ich sehr, sehr cool. Hat mir in der letzten Folge schon sehr, sehr viel Spaß gemacht. Einmal ganz kurz muss ich aus organisatorischen Gründen sagen, dass ich einmal an die Artikellisten erinnern wollte, denn liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, wenn ihr den Podcast nicht bei Spotify hört oder nicht auf YouTube seht mit den Artikeln in dem Video, dann habt ihr jetzt die Möglichkeit, die Artikelliste ab Folge 71, glaube ich, in der Folgenbeschreibung zu finden. Also da gibt es dann die Bilder für die Leute, die eben kein Video zur Folge verfügbar haben. Wir reden heute über die besten Sommersets, die es gibt. Ich muss dazu ganz kurz sagen, wir haben schon ein bisschen über Sommersets gesprochen im letzten Jahr. Da gab es nämlich ein paar Neuheiten. Da war Sabrina unter anderem mit da und Leo zusammen. Da waren wir bei dem gleichen Spielformat, das wir heute spielen, denn wir spielen heute Wohin damit? Ein bisschen sommerlich unterwegs. Die Sets habe ich so ein bisschen ausgegliedert, weil wir die schon besprochen haben. Also wir haben heute aber trotzdem sehr, sehr sommerliche Sets. Es gibt 24 in der Auswahl, 24 Sets, und wir machen das in dieser Folge so, dass ihr mir im Laufe dieser Folge abwechselnd eine Zahl sagt, zwischen 1 bis 24. Ihr kennt die Artikel noch gar nicht. Das ist ein bisschen schwierig für euch. Ich finde es irgendwie ein bisschen witziger, weil das ein bisschen spontaner ist, so wie für den Zuhörer oder die Zuhörerin oder Zuschauer und Zuschauerin dann irgendwie auch. Also müssen wir mal gucken, wie es funktioniert. Ich finde die Idee ganz witzig und wir gehen da gleich mal rein. Bevor wir das machen, wollte ich ganz kurz einmal Werbung machen für unsere sommerliche Kopf- oder Zahlfolge, die wir vor dieser Folge hier aufgenommen haben. Das war sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool wird auch diese Folge und ich würde sagen, wir legen direkt los. Und ich weiß nicht, wer von euch anfangen will, aber ich brauche eine Zahl zwischen 1 und 24. Sabrina, ich lasse dich Dann natürlich vor. vielen Dank, lieber Matthias. Dann nehme ich auch direkt die 7. Die 7 ist dabei. Das ist die Feyen Sommervilla. Das ist dieses Exemplar hier. Matthias, ich kann dir ganz kurz sagen und auch allen neuen Zuschauern und Zuschauerinnen, wir haben hier im Spielformat Wohin damit 5 Kategorien. Die habe ich hier einmal eingeblendet. Da haben wir auf der 5 den Nichtschwimmer für die Sets, die ihr gar nicht gut findet. Dann haben wir auf der 4 das Seepferdchen für die Sets, die ihr ja ziemlich schlecht findet, aber wo ihr noch ein bisschen was Positives seht. In der Mitte Bronze ziemlich gut, ist dann Silber und ja, perfekt, nahezu perfekt und vollkommen, ist natürlich die Goldkategorie. Ich werde hier ein bisschen aufpassen, dass ich nicht so wie im letzten Jahr viel zu viele Sets auf die Goldkategorie packe, die da vielleicht auch gar nicht hingehören. Ist natürlich sehr, sehr subjektiv hier die ganze Geschichte, aber ich versuche mich ein bisschen zusammenzureißen und das sind die 5 Kategorien. Ihr habt natürlich David Hasselhoff mit dabei, denn am Ende dieser Folge werde ich euch einmal die komplette 24er-Übersicht einblenden, sodass ihr da alle Sets zur Verfügung habt. Und aus diesen 24 Sets könnt ihr euch einmal euer absolutes Lieblingsset aussuchen, was dann natürlich in Folge 90 wieder zur Königs-Joker-Folge mit einfließt. Jetzt habe ich ein bisschen viel gelabert, jetzt geht's direkt los. Die Villa ist am Start und ich bin gespannt, welche Position es bei euch wird. Sabrina, möchtest du anfangen? Oh ja, das ist schwer. Wie viele Positionen haben wir? Wir haben 5, ne? Wir haben 5, egal wie, du kannst positionieren, wie du willst. Legst auf in die Mitte. Bronze. Mhm. Ja. Matthias, wie ist es bei dir? Silber. Ja, da gehe ich auch hin. Ich gehe auch auf Silber. Und jetzt sind wir natürlich gespannt, weil wir beide Silber haben. Sabrina, warum reicht es bei dir nicht für mehr? Vielleicht hätte es auch für mehr gereicht. Ich habe einfach ein bisschen Angst, dass es andere Sets gibt, die mir besser gefallen. Das ist Also alles, das ist ja nicht schlimm, ne? Also du kannst ja mehrere Sachen auf eine Position schieben. Also das ist ja gar kein Thema. ja, Bauchgefühl. Keine Ahnung. Okay, okay.
Ja, Matthias, warum ist es bei dir ein Silberset und warum findest du es besser als Bronze? Also, es ist auf jeden Fall sehr mediterran. Es ist Ja, sehr schön gemacht mit der Bepflanzung. Links der Baum gefällt mir mm, unheimlich gut. Der ja, Balkon ist schön gemacht. Also das erinnert mich wirklich an so gusseiserne Metallbrüstungen. Brüstungen. mhm, Also finde ich total schön hergemacht. Sieht erfrischend aus. Es sieht nicht so extrem heiß da aus, ja, sondern es hat halt so einen richtig schönen, gemütlichen Flair. Und das gefällt mir sehr gut und das hat auf jeden Fall Potenzial. Und deswegen ist es für mich auf jeden Fall Platz 2 Silber. Mhm. ja. Ich verwende hier direkt mein Lieblingswort. Ich finde das wirklich sehr, sehr geil. Mir gefällt das Set einfach sehr, sehr gut. Ich finde das sehr schön, wie Matthias schon sagt, mediterran. Die Farben sind cool, das passt alles zusammen. Hier ist Türkis dabei, also besser geht's nicht. Der Liegestuhl in Türkis ist ja wirklich ein Traum. Die Frau auf der linken Seite ist wunderbar gekleidet. Bepflanzung, hat Matthias gesagt, ist wunderschön. Also ich finde das wirklich sehr, sehr sommerlich, sehr, sehr schön gemacht und deswegen für mich ein absolut verdientes Silberset hier. So, wissen wir Bescheid. Jetzt wisst ihr Bescheid, genau. Matthias, deine Zahl ist die nächste. Das ist die Nummer 4, bitte. Die Nummer 4 Mhm. kommt hier angeflogen. Ja, schick. Die Nummer 4 Hm, ist die 5641. Das ist doch schick. hm, Also, ich finde das total toll. Das erinnert mich tatsächlich an so einer Truhe, obwohl es wahrscheinlich nicht so gedacht ist. Das ist irgendwie was anderes zum Aufklappen. Aber an so Ja, einer riesengroßen, tollen Truhe am Strand, die man aufklappt und dann befindet sich da eine Bar. Und die hat man da auf der rechten ja, Seite. Und genau. ich kategoriere das aber in 3 Bronze ein, Mhm. weil ich das nicht so ein bisschen zuordnen kann. Ja. Sabrina? Also, das ist jetzt bei mir auf jeden Fall ein Silberset. Mhm. Möchtest du auch gleich eine Begründung? Machen wir gleich. Ich sage dann noch ganz schnell, das ist für mich auf jeden Fall definitiv Seepferdchen. Also der vierte Platz. Und jetzt, Matthias, willst du dann starten oder Ja, Sabrina, willst du? Mir ist halt egal. ich kann da gerne noch zu meiner Position natürlich was dazu sagen. Und zwar, ich habe das schon kurz angedeutet, also ich kann das so ein bisschen nicht zuordnen, was das darstellen soll, dieser Bausatz an sich, ja. Es Mhm. erinnert mich zwar direkt an so einer riesengroßen Kiste, Truhe, die man aufklappen kann. Ich kannte sowas mal in Realität. Es gab es mal im Urlaub an einem Strand und da war rechts Mhm. in dieser Tür wie dort auch ein Tisch. Also das gefällt mir sehr gut. Ich finde das auch mit Ja. diesen Tieren toll und so, ne? Aber so dieses komplette kann ich schlecht zuordnen und deswegen ist das auch bei mir so in einem Mittelfeld. Die Möwe ist Mhm. aber cool da oben, sehe ich gerade. Die ist cool, ja. Ja, die Möwe ist, die Möwe ist wirklich sehr cool. Ich finde, also für mich ist das ein sehr harmonisches Set. Mhm. Ich finde einfach schön, dass dieser sportliche Faktor ja hier wieder aufgegriffen wird. Ich finde, die Figuren sind doch schön gemacht. Der Surferboy, den finde ich einfach sehr cool. Und ja, genau, allem in allem gefällt es mir so insgesamt einfach sehr gut. Ja. Ich finde halt ein bisschen zu dünn. Also diese Aufklappsets gab es ja eine Zeit lang richtig oft. Also ist ja dann irgendwie auch ganz praktisch. Du kannst die überall mit hinnehmen. Das soll hier so ein Surfshop sein. Finde ich so als Idee ganz cool. Ich mag auch den Türkiston, aber so an sich ist mir die Gestaltung ein bisschen zu billig. Bin da nicht so, ja, nicht unbedingt so Fan von diesen Aufklappboxen. Ich finde auch die rechte Figur ziemlich, ja, ich sag mal einfach hässlich. Die linke Figur gefällt mir auch nicht richtig gut. Und da fängt es dann irgendwie schon an. Der Aufkleber da hinten gefällt mir nicht so richtig. Da bin ich ein bisschen kleinlich. Und deswegen dachte ich mir so, ja, ist jetzt nicht vollkommen schlimm, weil die Farben noch gut sind, aber ist auch nicht mehr als Seepferdchen. Wunderbar. Na, hör mal, sag Dann mal. mach, Da hör traut man mal. sich ja gar nicht mehr was zu sagen. Also so richtig so,
Nee, das ist ja rein subjektiv, ne? Also gibt ja einfach Sets, dann wird dir Ja, nachher auch so passieren. Also nachher werden ja auch noch ein paar Sets kommen, bei na denen du klar. vielleicht sagst, boah, ich mag die Aber gar das ist doch nicht. Und dann total sage ich, boah, ich okay. finde die aber richtig geil. Ja, Dafür und sind wir ja deswegen, hier, also ne? Um unsere Ich Meinung finde, zu deswegen, ne? hässlich, äußern. hässlich ist ein sehr Deswegen. schlimmes Wort. Aber du hast es jetzt gesagt und es Ja, geht auf deine Kappe und du musst damit klarkommen. Richtig. ich wollte es noch ein bisschen drastischer ausdrücken, aber ich Nicht fand da doch. hässlich noch relativ in Ordnung. Wir machen Okay, weiter mit Sabrinas nächsten Nummer. ich nehme jetzt die 13. Die 13, das ist die 790. Das ist die Wassersportschule. Okay. Schick. Ich würde mal anfangen. Mhm. Bin ein bisschen hin und her gerissen. Finde das Set so an sich ganz gut. Ich habe mir im Vorfeld noch nicht so viele Gedanken gemacht und als ich die Sets rausgesucht habe, war das, glaube ich, auch Ende Mai oder so. Also habe die gar nicht mehr so auf dem Zettel und ich gehe mal, weil ich da eben gerade so gut war, wieder auf Seepferdchen. Sabrina, magst Das ist du? total interessant. Also wir sind ja halt so unterschiedlich unterwegs. Hm? Ich habe gerade überlegt, ich glaube, ich setze es Bronze. Da gehe Hm. ich tatsächlich mit. Okay. Ich finde es cool gedacht so. Also finde die Ideen ganz gut. Finde auch die Sachen, die dabei sind, cool. Finde halt die farbliche Gestaltung und das Design wirklich auch wieder grenzwertig. Gefällt mir gar nicht. Also sagt mir einfach nicht zu, sind nicht so meine Farben. Finde das nicht so harmonisch. Der grüne Liegestuhl da hinten, der geht natürlich voran. Und ja, die Figuren gefallen mir nicht. Also ich weiß nicht. Ich mag da nicht so viel an dem Set. Das ist, Und auf welchen Platz hast du es gesetzt? Auf dem 4. Ah ja, okay. genau. Mhm. Soll ich mal weitermachen, Matthias? Ja, kannst du gerne Oder? machen. Ja. Also mir gefällt es farblich überhaupt nicht. Ich finde das gar nicht stimmig. Ja, Und bei der weiblichen Figur rechts, also es sieht aus, als hätte sie eine Bettpfanne auf dem Kopf umgedreht. Das irritiert ja, mich danke. total. Ja, Ähm, ja, ich finde es einfach nicht harmonisch. Ja. ich auch gar nicht. Deswegen ja. Hm. Also, Gibt mir wirklich gar nichts, das Set. also ich habe es ja auch auf Bronze gesetzt. Was mir aber gefällt, fangen wir mal mit dem Positiven an. Stimmt. Die Fahne. Das ist die Möwe wieder. Die Möwe ist total klasse. Finde ich total Ja. klasse. Also, dass die auch hier wieder Mhm. dabei ist. Und Ja, was ich auch toll finde, das ist ein Set, wo viel Zubehör ist. Also, man beschwert sich ja das immer stimmt. so, es gibt Sets, da ist immer nur ein Püppchen dabei und das war's, ne? Und hier Ja, hast du wirklich, wirklich vieles dabei. Aber, ja. das ist mir davor auch schon aufgefallen, das ist dieser Rettungsring. Was ist das? Warum ist das so dünn, so klein, so schmal? Also Ich habe finde ich, ihn geil. habe ich anders in Erinnerung, ja. Finde ich jetzt nicht so allgemein harmonisch. Ich verstehe diese Farben der Flaggen auch nicht. Okay, muss auch jetzt keine Bedeutung ja auch haben, aber es Mhm. harmoniert halt im Insgesamten nicht so zusammen. Und deswegen ist es bei mir auch in den mittleren Feld gewandert. Okay, okay. Rettungsreifen muss ich ganz kurz sagen, ich finde die richtig geil. Ich finde die richtig gut gestaltet und die gefallen mir noch mit am besten. Okay, Wow. das finde ich ja Wahnsinn. Das, Ja, 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 okay, ja. ja. Matthias, deine nächste Nummer hätte ich gern. Also, ja, sage ich dir sofort, meine Lieblingsfarbe ist übrigens grün, also der Stuhl ist auch toll. Ähm, nächste Nummer, die ich gerne hätte, ist die 10, bitte. Die 10, Mhm. das ist die 71428 und jetzt haben wir ein Set dabei, bei dem ich mir sicher bin, dass ihr das richtig, richtig gut findet. Es ist dieses hier. Ja, Okay, interessant. also soll ich es direkt mal einkategorieren? Hm? Ja. Das ist bei mir eine 3. Also, das ist bei mir Mhm. Bronze. Ja. Bei mir ist es Platz 2. Ja. Bei mir ist es auch Silber. Habe ich mir schon Bin, gedacht. bin auch ein bisschen Fan.
Ja. Matthias, warum ist bei dir nur die Mitte, nur Bronze? Ja, das ist richtig. Also ich finde das total klasse. Dieses modische Hängemattengestell ist ja total zeitlos, ja, und modisch in einem. Sonnenschirm finde ich nicht schön, gefällt mir in der Farbkombination überhaupt gar nicht. Also das ist mir zu blass, zu trist. Hm? Hm? Dieser komische Plastiktisch, also es ist ja Kunststoff, das wissen wir, aber es sieht halt auch so einfach nach einem Plastiktisch aus. Das ist so, Ja. das sieht nach nichts aus. Und dann finde ich dieses Netz dafür auch nicht passend, weil ich kenne das tatsächlich, dass es eine Hängematte ist. Jetzt vergleiche ich das mit der Realität, ne? Aber das ist ja so Mhm. ein bisschen auch, finde ich nicht schön. Die Figur gefällt mir sehr gut, das Gestell Ja. und die Zeitung. Aber sonst, ne. Ja. Mhm. Sabrina? Also ich finde schon ziemlich rund. Ich finde es schön, dass es so clean wirkt. Ich mag auch Ja. diesen Makramee-Boho-Stil, also diese Hängematte finde ich wunderschön. Mit dem Hm. Gestell auch die Figur, die ist super schön gestaltet, mag ich sehr. Ja. Also für mich passt es ist sehr rund. Hm. Ich finde auch so vom Hintergrund, also ich weiß natürlich, dass das zum Set nicht dazugehört, aber es ist einfach schön dargestellt auch. Ja. Ich frage mich jetzt gerade, warum ich es nicht auf den ersten Platz gesetzt habe. Ich glaube, dafür ist es mir einfach zu wenig am Ende. Dachte ich mir auch, genau. Ich habe mir die gleiche Frage auch gerade gestellt. Ja. Weil ich finde es auch ähnlich wie du. Ich finde es wirklich ziemlich perfekt. Ich glaube, der Punkt ist, dass mir die Figur dann nicht so richtig gut gefällt. Ich weiß nicht, wie es bei dir so ist. Also die könnte ein bisschen besser sein, dann hätte ich drüber nachgedacht. Aber ich mag diesen Sonnenschirm, den finde ich gut. Ich finde dieses Gestell ziemlich perfekt. Ich mag auch den Beistelltisch. Ich mag die Farben. Ich mag die Farbkombination. Die von Matthias angesprochene Zeitung ist geil. Wir gehen da ein bisschen auseinander jetzt, Matthias, aber das ist ja gar nicht schlimm. Das ist ja eher ziemlich cool, finde ich. Also macht mir dann eher mehr Freude, wenn wir da ein bisschen unterschiedliche Auf jeden Aspekte Fall. auch haben. Auf jeden Fall. Ich find's halt wirklich richtig geil und ich hätte es im letzten Jahr sofort auf Gold gesetzt, aber weil ich ein bisschen vorsichtig geworden bin, dachte ich mir, nee, mach mal ein bisschen locker, ist nur Silber, weil es wirklich nicht richtig perfekt ist, so wie ich es gern hätte. Ja. Dann bin ich mal gespannt, welches Set sich hinter der 19 verbirgt. Geile Überleitung, vielen Dank schon mal. Gerne. Die 19 ist die 9422 und wir gehen in den Badespaß. Ich habe versucht, hier auch ein bisschen Abwechslung reinzubringen, habe ein paar Sets, die richtig gut sind, ein paar, die mittel sind aus meiner Sicht, ist ja nur meine Sicht, und ein paar, die ein bisschen schlechter sind. Und jetzt bin ich Mhm. mal gespannt, wie er dieses Set hier bewertet. Ich würde einfach mal direkt anfangen und gehe bei diesem Set auf Bronze. Matthias? Boah, also ich bin gerade am Schwanken tatsächlich. Also Am ähm, Schwimmen. am Schwimmen und am Schwanken. Ähm, schwimmende Schwankerei hier. Boah, das ist bei mir, es ist ein Seepferdchen. Hm. Ja, ich ruder hier auch ganz schön hin und her, Platz 4. Ich ruder, Hm. ich schwanke. Habt ihr beide, ja? Schwimme. Beide Platz 4, beide Seepferdchen. Mhm. Ja. Ich finde, das Set gibt jetzt nicht so viel her. Ich finde aber die Luftmatratze zum Beispiel ziemlich cool. Ich mag diese Dusche, die hat sogar eine Wasserfunktion, also die funktioniert wirklich. Ich finde, so ein Szenario sieht man in echt auch. Also gibt es ja wirklich, finde ich toll gemacht, finde ich toll gestaltet. Ist jetzt nicht so das größte sommerliche Abenteuerset, aber ich finde, so für eine Bronzeplatzierung habe ich da alles dabei, was ich brauche und finde es deshalb okay. Weißt du, woran ich mich am meisten störe? Das ist das Becken an sich. Das sieht so plastisch aus. Wie Hm, so eine Plastikhülle einfach nur. Ich glaube, das stört mich. ja. Ja, das Und ist. ich finde es so blass, das ganze Set. Es Hm. wirkt für mich, Verstehe ich. es wirkt für mich wenig fröhlich, wenig sommerlich. Ja. Also hier ist überhaupt kein Sommerfeeling.
Es fehlt irgendwie, du hast es am Anfang schon bei deiner Begründung schon angesprochen, es ist nichts los, es ist leer. Und das ist eigentlich so der Hauptfaktor. Also ich war echt am Überlegen, ob das wirklich noch so Bronze wird. Aber nee, da fehlt mir einfach zu viel. Also auch dieses Mhm. Gestrüpp vorne ist ja nett gemeint, aber das ist einfach nix. Also da ist nichts los. Was ist das denn? Mhm. Dann hast du da irgend so ein Wesen mit einer Taucherbrille. Was ist das? Also, verstehe ich Mhm. nicht. So. Und das macht alles so, das ganze Set für mich nicht attraktiv. Und was mir aber gefällt, was mir sehr gut gefällt, das ist hinten die Sonnenliege aus Holz-Optik. Die Mhm. Ja. finde ich ganz toll. Und du hast es angesprochen, die Dusche ist cool, Mhm. hoppala. Also die Dusche ist cool, mit der Mhm. Funktion auch. Und ja, und dann verließen sie ihn. Ne? Und deswegen überrasch mich doch bitte, was hinter der Nummer eins sich verbirgt. Oh, stark. Kann ich schon mal Mhm. sagen, die Nummer eins. Ich sag's einfach direkt, eins meiner Wow. Lieblingssets ist ein Set, was ich selber habe. Es ist das Tretboot. Und ich hoffe, es ist für euch okay. Ich fange jetzt schon wieder an, aber ich muss es direkt auf Gold setzen. Ähm, Ich finde es einfach sehr, sehr schön aus verschiedenen Gründen. Ich gehe noch nicht in die Bewertung. Tut mir leid, ich war ein bisschen vorschnell. Matthias, Finde möchtest ich. du? Ja, ich mache dann direkt mal weiter. Ich würde es tatsächlich auch auf Gold setzen, nicht weil du mich dazu animiert hast, sondern weil es mich schon direkt vom ersten Blick her gefreut hat. Also das macht mir einfach Freude. Es ist sehr spaßig. Also ja, dazu gleich mehr. Ja. Hm. Ich nehme den Silberplatz. Hm. Okay. Ich finde die Farben perfekt. Hier ist so ein bisschen Petrol dabei, hier ist Türkis dabei. Das sind so meine Farben. Das ist sommerlich. Das Mädchen, das mit dem Erdbeer-Shirt, das ist wirklich todessüß. Das ist sehr, sehr niedlich. Mir gefallen die Figuren, die hierbei sind. Und die Rutsche ist beim Tretboot noch mit dabei. Also wie gesagt, farbliche Gestaltung ist hier 1A. Tretbootfahren ist geil. Deswegen fühle ich mich da in diesem Set absolut wie zu Hause, absolut wie im Sommer. Und deswegen, also ist Gold ja gar keine Frage. Sabrina, sag du doch mal, warum du nur Platz 2 gewählt hast. Tatsächlich, weil mir die Figur, die Lars gerade beschrieben hat, am allerbesten gefällt und die anderen nicht unbedingt. Also ich finde den Jungen wirklich nicht Mhm. schön. Ich mag dieses, was er da Mhm. anhat, so von der Optik her nicht so. Ja, und vorne, ich sehe jetzt natürlich auch nicht so viel von den Figuren, aber ich glaube, das geht auch noch besser. Was ich cool finde, ist natürlich, Mhm. Badelatschen sind dabei und am Ende braucht es ja auch gar nicht viel, wenn man mit einem Hm. Tretboot unterwegs ist. Aber das sind die Gründe Ja. oder ist der Grund, warum es dann für mich auf den Silberplatz gekommen ist. Also, Ja. um meine Goldposition zu begründen, ähm, Dein Goldstatus. bitte? Dein Goldstatus. Mein Goldstatus, bitteschön. Mein Goldstatus hat folgenden Grund. Ich mag diese Mhm. Familie. Das scheint eine Familie zu sein. Vorne ist die Mutter und Ja. links mit den roten Haaren wird wahrscheinlich der Vater sein. Mhm. Diese Kombination gefällt mir wirklich gut. Ich mag diese Ja. Schlappen, diese Szene da, dass da auch welche ins Wasser gefallen sind, finde ich irgendwie witzig Ja. jetzt auch. Das. Ich mag Ja. dieses Boot, obwohl man nicht ganz so viel davon erkennen kann, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man da richtig viel Spaß hat, mit diesem Set zu spielen. Und es ist richtig erfrischend. Also es macht einen Ja. erfrischenden Eindruck auf mich. Und Sabrina, du hast diesen Jungen da genannt. Ich habe auch erst überlegt, was soll das denn sein? Aber ich denke mir, das ist so ein Badeanzug, den er so hat. Und das gefällt mir auch gut. Also tatsächlich, auch mit diesen, weiß ich, Wolken könnten das sein. Also es erfrischt mich einfach und das ist für mich auf jeden Fall ein ganz tolles Set. Ja, Lars, zeig mir doch Yes. mal, welche Optik die nächsten Figuren in Set Nummer 15 haben. Nummer 15 Hm. kommt sofort. Boah, ihr habt eine sehr, sehr gute Auswahl jetzt. Also am Anfang hingen wir ein bisschen durch. Jetzt geht's aber weiter mit der Nummer 15, mit diesem Set hier. Das ist die Produktnummer Hm. 3660. Matthias, möchtest du anfangen? Silber, kurz und knapp. So. Ja. Ah, das ist schwer. Hm. Ich, oh,
Noch nicht ein Goldset, Überlegst ne? du, ob. Noch nicht ein Goldset, Nee. aber ich setze es Ja, auch aber auf ist ja nicht schlimm, Silber. vielleicht kommen noch ein paar. Hm. Ja, ich habe auch hin und her überlegt, gerade zwischen Gold und Silber. Und ich finde es richtig, richtig gut. Aber für Gold fehlt mir hier ein bisschen. Ich gehe auch auf Silber. Matthias, was fehlt dir? Also mir fehlt da ein bisschen, also es ist mir zu viel Blau. Das ist das. Also ein bisschen mehr, irgendwie ein bisschen mehr Farbe. Bei dem einen war es schön blau. Da fehlt mir tatsächlich noch ein bisschen was an ein Hm? bisschen Farbe, weil man sieht jetzt so, die Figuren sind blau gekleidet, der Korb ist gekleidet in Blautönen und so weiter. Und das war jetzt eigentlich so ein Farbcatcher, das gefehlt hat. Aber alles in allem, dieses kleine Bötchen, da steht sogar Playmobil drauf, das hätte ich gern. Das möchte Ja, ich gerne in mein Regal stellen, wo Sachen sind, die nichts mit Playmobil sogar zu tun haben, wie ja, wir ja wissen. Aber das ist mir egal, das ist eine schöne ja. Kombination. Die Möwe, Hm. wir haben überall Möwen dabei, das ist doch so schön und der hat sogar die Flügel ausgebreitet, das gefällt mir sehr gut. Ja. Und Sabrina, wir können hier mit Förmchen Mhm. Sandburgen bauen. Mhm. Also, was wollen wir mehr? Und Total. Mehr geht nicht. also, das Ja, ist schön. Du hast super ja. viele Punkte schon aufgezählt. Die Sandförmchen, die hätte ich definitiv auch noch erwähnt. Ich glaube, ich finde ein bisschen komisch, dass die filmende Figur so lange Sachen anhat. Es am Strand, es Hm. warm. Ja, Hätte das ich stimmt. schöner gefunden, wenn es ein Rock oder eine kurze Shorts gewesen wäre. Und rechts dieses Sandspielzeug, also ne, die Gießkanne und Topf oder was Hm. das da so ist, das hätte ich mir, glaube ich, in einer anderen Farbe gewünscht. Und Ja, dann wäre genau. es für mich irgendwie noch eine Ecke runder gewesen. Aber das ist in Hm? allem war es das erste Set, wo ich zwischen Gold und Silber geschwankt bin. Also ist schon ein gutes Hm. Set für mich. Ja. Ich finde auch den Blauton ziemlich perfekt hier. Also mir fehlt hier noch ein bisschen mehr Blau. Also ich hätte es noch ein bisschen blauer gehabt und hätte mir auch gewünscht, dass das Boot jetzt nicht grün ist, sondern da auch blau. Das Boot kann ich dir übrigens schicken, Matthias. Das habe ich richtig oft da. Ich bitte Also schicke drum. ich dir per Post, mache ich auf jeden Fall. Über den Rhein, bitte. Und auch mit Boot, genau. Ich Schön. hoffe, es kommt an. Und ja, bei dem Sandspielzeug, da verstehe ich nicht, warum man nicht in der Farblinie bleibt. Ne? Also das wäre ein bisschen cooler gewesen, wenn das hier irgendwie auch weiß und blau gewesen wäre, hellblau noch ein bisschen mit rein. Das wäre sehr, sehr harmonisch. Finde ein bisschen komisch, hier sind zu viele Farben. Hier ist so dieser grelle Grünton, hier ist dieser grelle Gelbton, das passt nicht zusammen. Finde ich nicht richtig durchdacht. Die Figur gefällt mir auch gar nicht. Also beide Figuren gefallen mir gar nicht. Deswegen ist Gold schon mal raus. Wenn man jetzt alleine auf den Strandkorb blickt, der ist natürlich perfekt. Ich finde auch Hm. geil, dass Playmobil hier wirklich die ganze Palette abspielt. Wir haben noch viel mehr Sets. Vielleicht kommen noch ein paar von denen. Also Sommer in allen Varianten. Aus jeder Ecke hast du ein bisschen Sommer dabei. Finde ich sehr, sehr stark. Und wir haben einfach einen perfekten Strandkorb hier dabei. Also finde ich schon sehr, sehr krass und einfach nur bemerkenswert. Ja, wir haben insgesamt, waren das 24 Sets, war das richtig? Genau. Nehme ich doch die letzte Nummer, die Nummer 24 und überrasch uns mit einem tollen Set. Okay, ich habe auf jeden Fall wieder was Neues mitgebracht, ein Thema, was wir noch nicht hatten. Und es passt ein bisschen zu unserem Joker, kann ich schon mal sagen. Es ist nämlich dieses Set, es ist der Rettungsschwimmer mit Quad und hier kommt uns eine Person in den Sinn Okay. und das ist er. Also jetzt bin ich gespannt. Sabrina, willst du anfangen? Ja, wenn ihr jetzt meine Gesichtsfarbe sehen könntet. Oh, da kommt ein heißer Boy angefahren. Uhuhu. Ganz ehrlich, ich finde es richtig cool. Ähm, Ja, aber nicht für Gold. Mm, oh krass, okay. Hm? ja, nee, da gibt's schönere männliche Figuren. Ja, Na, weiß ich nicht. Ja, ich setze den auf Silber. ja. Matthias, gehst du mit oder sagst du, ist auf jeden Fall Gold? Seepferdchen. Aber nicht, weil ich Oh neidisch krass. bin auf diese Behaarungsstil. Stil. Seepferdchen ist tief, Matthias. Ich bin gleich auf deine Gründe gespannt. Ich setze es. Ich habe kurz über Gold nachgedacht, aber ich gehe auch auf Silber. Ist ein sehr, sehr guter zweiter Platz, finde ich. Und Matthias, willst du erst ganz kurz sagen, weil wir uns da relativ einig sind mit Silber, willst du erst sagen, warum es für dich Seepferdchen ist?
Ach so, ich soll mich dann kurz halten, ja? Oh, Versuch. Also, mir gefällt das Quad nicht, also das Fahrzeug gefällt mir überhaupt nicht. Okay, Sabrina, willst du? Spaß. Also es ist doch der Neid des Haarwuchses auf der Brust. Nee, Quatsch. Also es gefällt mir einfach von der Aufmachung her nicht. Das Fahrzeug gefällt mir mit diesem schwarzen Gestell vorne nicht. Das macht irgendwie dieses Fahrzeug irgendwie, also das nimmt irgendwie was weg. Also es gefällt mir einfach Ja. nicht. Also auch die Figur, ja, ist ganz nett, soll halt ein Retter sein. Mhm. Finde ich nett gemacht, aber das ist also langweilig. Okay. Sabrina. Das war kurz, ne? Das hast du sehr gut gemacht, Matthias. Danke, danke, danke. Ich finde das schon ziemlich rund. Mm, ja, ich weiß gar nicht. Ja, wie Mm, jetzt? ja, ich weiß gar nicht so genau, was mir noch fehlt. Ich glaube, es ist eher das Muster an dem Fahrzeug, der Übergang von Rot zu Gelb. Vielleicht hätte ich mir einfach auch eine andere Farbkombi gewünscht. Ja. Ansonsten an der Figur und an dem, was so dazugehört und wie die Figur auch präsentiert wird auf dem Fahrzeug, finde ich rund. Habe Mhm. keine Kritik. Ja. Ja. Ich finde unglücklich das Produktbild, also den Hintergrund finde ich ganz, ganz schlimm. Den hätte man einfach besser gestalten können. Darüber reden wir jetzt nicht. Ne? Wir reden nur über die Figur und über das Fahrzeug. Aber trotzdem finde ich das erstmal schlecht, also schlecht gewählt. Mach da einen Strandhintergrund hin und dann hast du alles, was du brauchst. Finde aber, also mein größter Kritikpunkt ist hier, dass die Front des Fahrzeugs einfach scheiße aussieht. Also ich mag die Farbe, mag den Farbübergang, mag aber nicht, dass die Lichter angedeutet sind. Mach da richtige Lichter rein, dann finde ich es cool, dann ist es Gold. So ist David Hasselhoff für mich nur ein Silberset. Also ist schon richtig gut gemacht, ne? Also Silber ist ja auch eine gute Position und deswegen, ja, hätte man die Front ein bisschen cooler gemacht, so wie Matthias so sagte, so ähnlich, dann Ja. wäre das besser gewesen, aber so, Mhm. ja, kann ich trotzdem damit leben. Ich fände es sehr spannend, ganz kurz noch zu erfahren von euch beiden. Von ersten Anblick an, war das direkt für euch dann klar, dass es schon Silber war? Sofort. Okay. Bei dir auch, Ja, Sabrina? ich hab tatsächlich überlegt, Gold oder Okay. Silber. Also ob es Okay. Mhm. so Genau, richtig genau. rund ist oder ja. Interessant. Okay. Das denke ich mir auch manchmal bei euren Bewertungen. Hm? Das ist schon spannend. Das ist schon Und spannend. ich warte ja auch immer noch auf mein Goldset und bin gespannt, ob das vielleicht hinter der Nummer 9 steckt. Die Nummer 9 Mhm. ist ein Set, was ich euch gerade in der Vorbesprechung als Beispiel gezeigt habe. Die Nummer 9 bringe ich euch jetzt. Ich kann schon mal verraten, es wird bei euch beiden kein Goldset sein. So schade, all meine Hoffnung lag in Z9. Und das Tja. ist ärgerlich, das ist dieses hier. Dö, 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 dö. Ja. Ich würde einmal ganz kurz direkt anfangen Mhm. und sag, es ist Nichtschwimmer. Das ist wirklich. Ja. Was sagst du, Ich bin Sabrina? froh, ich bin Ja, so froh, dass ich den Nichtschwimmer besetzen kann. ich glaube, ich gehe da auch sogar mit. Mhm. Hm. Ich gehe nicht mit. Auf gar keinen Fall. Nein. Ich sag Seepferdchen. Ah, gar nicht. Okay, okay. Ich bin Bäh. ganz weit weg von Ja, euch. das ist so eine So, ganz andere Richtung. Ja, dann erzählt mal. also ich finde alles hässlich und hässlich ist ein Wort, was ich noch gerne stärker verwenden würde, aber mach's hier in dieser Folge an dieser Stelle auch wieder nicht. Ich finde es einfach nicht schön. Also ich weiß nicht, wie man so ein Auto gestalten kann. Ich weiß nicht, wie man so eine Figuren gestalten kann. Das Beste für mich ist hier, dass ein Benzinkanister dabei ist. Das hat ein bisschen Praxisbezug. Ja. Ansonsten muss man sagen, ich glaube, bei dem Fahrzeug ist es möglich, dass die Frontlichter leuchten, aber das hilft dann auch nicht. Also ich finde es wirklich grottenhässlich. Ich finde es ganz, ganz schlimm. Und ich bin so froh, dass das Set da ist, weil ich hatte selten die Situation, dass ich die Position 5, also den Nichtschwimmer, besetzen konnte. Und jetzt kann ich es endlich mal machen und freue mich darüber. Ja, Das ist eine gute Argumentation. du hast dich gefreut, jetzt endlich den letzten Platz belegen zu können. Und so werde ich mich jetzt freuen, wenn ich irgendwann mal meinen Goldplatz belegen kann. Stimmt. Aber ich gehe in ganz vielen Punkten mit. Also für mich ist das auch einfach nicht stimmig und überhaupt hat gar nichts mit Sommer zu tun. Also außer diese Jetski, glaube ich, Ja. ne?
Aber Genau. die Figur neben dem Auto, die sieht aus, als würde sie irgendwie gerade auf dem Weg zum Flughafen sein. Mhm. Die Figur hier auf dem Jetski sieht aus, als, weiß ich nicht, gerade eine Rutsche runterdüsen. Und ja, irgendwie finde ich das alles nicht Ich passig. finde es gar nicht Irgendwie, stimmig, ne? ja. Also gibt Genau. das mir gar keine Sommervibes. Ja. Also, ich gehe da fast mit. Ich bin ja eine Position höher gerutscht mit meiner Bewertung auf Seepferdchen und das liegt daran, Aus Kulanz. weil mir die Form des Autos schon ein bisschen gefällt, weil mir dieses, ja, Sorry. ja, Ich finde das Auto grottenhässlich. Tut mir leid. ja, das ist auch vollkommen in Ordnung. Das ist akzeptiert. Lass dich nicht Ähm, Mhm. irritieren. nein, aber da hinten ist ein Körbchen das habt ihr übersehen im Ja, habe ich Kofferraum. gesehen. Da sind Köstlichkeiten drin, das gefällt mir sehr gut. Das spricht mich an. Ja. Essen geht immer und du hast es schon erwähnt, dieser Benzinkanister finde ich optimal gemacht und diese Tasche, die sie trägt, finde ich auch interessant. Und das sind zwar Kleinigkeiten, aber das gefällt mir und deswegen hat es eine bessere Bewertung bekommen, als ihr die gegeben habt, weil ich auch noch was Ja. Schönes da drin gesehen habe. Finde ich stark. Finde ich wirklich gut. Finde ich auch gut argumentiert. Und bei dem Benzinkanister denke ich mir auch so, warum ist der neongelb? Aber Das ist die richtig. Radkappen hast du dann noch, die roten Radkappen, boah, was ist das? Also, Ich frage mich ehrlich gesagt, warum steht der da? Wer fährt dann an den Strand und tankt? Diesen Kanister ins Auto. Das Hä? ist fürs Bötchen. Das ist Ach, fürs das ist für den Bötchen. Jet. Ja, 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 pardon. genau. So, ihr wisst ja, dass ich aus Köln komme und da ist die 11 natürlich eine Glückszahl und die soll bitte schön jetzt auch hier meine Glückszahl sein. Die 11 bitte. die 11 ist ein weiteres Spaßbad. Es ist dieses hier. Ich hoffe, ihr findet hier ein bisschen mehr Gefallen. Ja, Sabrina, ich muss noch ein bisschen atmen, wenn du magst. Toll. Also, ich finde dieses Schwimmen schon mal besser als das andere. Ich weiß gar nicht, Mhm. wo hatte ich das andere denn platziert? Ich glaube Seepferdchen, oder? Ist Ich das glaube ja. ja. Also dann ist das auf jeden Fall schon mal besser. Ich glaube, es kommt bei mir auf den Bronzeplatz. Mhm. Ja, ich glaube für Silber, ja, vielleicht oder Silber. Dü, 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 Ah, dü, ja, dü, ja, dü. ja. Ich nehme Silber. Ich gehe mit. Ich sag auch Silber. Ich mache Bronze. Däh. Ich fange an. Ja. Ich fange an, weil es gefällt mir sehr gut. Die Form gefällt mir sehr gut. Es erinnert mich an ein Kinderplanschbecken in einem Schwimmbad, das separat an der Seite gebaut worden ist. Das hat eine wunderbare Dusche. Wir haben vorher schon eine Dusche gesehen, die betätigt werden kann. Das fand ich ja vorher schon sehr klasse. Es gibt noch so ein Wal, mein Gott, so ein Wal. Ich bin total aufgeregt. Die Palmen sind total fantastisch, die machen was her. Da haben wir Mhm. noch so ein bisschen so Bewachsung an der Rutsche. Das gefällt mir sehr gut an diesem Gerüst. Also da ist ein bisschen mehr los. Es ist zwar vorne im vorderen Bereich ein bisschen öde, ja, stimme ich direkt zu. Das wird wahrscheinlich irgendwann Mhm. kommen. Es ist eine Rutsche dabei. Die Frau, die in einem Liegestuhl liegt, die hat da ein bisschen Accessoires drumherum. Also das ist doch schon schön gemacht. Also viel mehr Mhm. Details. Ist zwar noch ein bisschen kahl für Gold, aber das hat es mir angetan. Ja. Ich würde nur ergänzen, also Matthias hat ja jetzt schon ganz viel gesagt und wir haben ja auch die gleiche Platzierung. Ich finde es sehr, sehr cool, dass es diese Leiter nach oben gibt. Also das ist mir dann vorhin noch mal ins Auge gesprungen. Und hier vorne, glaube ich, steht ein Radio oder ist das eine Kühlbox? Das ist eine Kühlbox. Ja, Genau. also die Kühlbox und die Flasche finde ich als kleines, Mhm. also so auch als Zubehör irgendwie total nett. Ja. Ich finde das Set relativ belanglos, also ich fühle dabei gar nichts, so wie bei dem anderen Set vorhin auch. Ich finde cool, dass es dabei ist, weil es ja irgendwie dann doch ein sehr, sehr interaktives Set ist. Also man kann ja die Fläche da mit Wasser befüllen. Ich finde den Wal, wenn das ein Wal sein soll, den finde ich ganz süß. Ich mag den Gelbton jetzt nicht unbedingt. Ich mag den Aufkleber außen nicht mit den Delfinen. Das gefällt mir gar nicht. Ja, das Set, weiß ich nicht, tut keinem weh. Das ist okay. Ich dachte mir, Seepferdchen wäre ein bisschen zu wenig, gerade weil ich das andere Set irgendwie auch auf Bronze gesetzt habe. Und dann dachte ich mir, ja komm, die Mitte ist okay. Also, ja, also weiß ich nicht.
Ich fühle da wirklich absolut überhaupt gar nichts und deswegen finde ich Bronze vertretbar. Wir haben noch 2 Nummern, Ja. also 2 Nummern haben wir noch und ich hoffe, dass da noch ein richtiges Goldset für euch dabei ist. Wir haben noch gute Sets dabei, würde ich sagen, und ich hoffe, wir haben jetzt ein bisschen Glück. Ja, ich hoffe auch, denn mein goldener Platz ist ja immer noch leer und ich wähle die 22. Die 22. Ich hoffe, am Ende seid ihr zufrieden mit der Artikelauswahl. Wir haben hier, weil ich ein bisschen Vielfalt mitbringen wollte und eine Sache mitgebracht habe, die im Sommer eigentlich in jedem Schwimmbad schon sehr, sehr wichtig ist und weil ich cool fand, dass die Teil der Produktreihe ist, habe ich die mitgebracht. Das ist die 22, das sind Umkleidekabinen und Okay. ist nur ein Zusatzset, aber ich finde die, ja, ganz cool. Okay. Es ist keine Goldposition bei Wenn das euch, für glaube euch ich. fein ist, ich würde starten Let's go. Ja, und ich glaube, ich setze das auf Gold. Auch wenn es merkwürdig ist. Und es fühlt sich auch merkwürdig an. Nur mal so am Rande erwähnt. ja, Also Aber ich ich setze bin es da, auf Gold. Ja. da bin ich echt auf deine Begründung gespannt, weil ich setze ich es auf auch. Bronze. Ja, ich gehe sofort mit auf Bronze. Und Matthias, willst du erst sagen, Mhm. warum es eine Bronze ist, oder wollen wir Sabrina fragen, warum es Gold Ja, ist? ihr Ich möchtet glaube, zuerst Sabrina fragen. ich, Genau. ich wollte das nicht. Doch, mach mal. Erzähl, Also, erzähl bitte mal. prinzipiell würde ich ja sagen, dass ich ja so eher Typ bin, die gar keine Umkleide braucht. Also ich kann mich sehr gut am Platz Mhm. umziehen, aber ich finde, dass das hier einfach sehr schlicht gehalten ist und das mag ich. Ich finde es toll, das erklärt sich schnell. Da ist ja alles dabei, die Dusche, die Bänke zum Hinsetzen, Haken, Föhn, die ganzen Details, eine Toilette. Und Ja. auch wenn es mehrere Farben hat, ich finde, die Farben hier sind gar nicht so knallig. Die sind so eine Mischung aus, das ist ja so ein Senfgelb und irgendwie so zwischen knallig und pastellig. Ich mag Mhm. das, mich spricht das an. Das hat so ein bisschen Retro-Look. Irgendwie mag ich es. Ja. Ja, okay. Matthias, ich würde dazu erstmal sagen, ich finde die Farben ganz, ganz schrecklich. Also mir gibt es gar nichts. Ich finde es schlimm, dass man ja alles miteinander kombiniert hat, was man miteinander kombinieren konnte. Finde ich ganz, ganz schlimm. Die haben wirklich aus jeder Farbecke noch irgendwas genommen und dachten sich, ja komm, wir machen da noch was dazu und dann sieht es am Ende bestimmt richtig geil aus. Und Geil. also ich Geil. finde es sehr, sehr schwierig. Passt mir wirklich gar nicht. Ich glaube, wenn man alleine schon das Grün weggelassen hätte, wäre es cool. Dann hätte es für mich Sinn ergeben. So finde ich Bronze komplett vertretbar, weil es einfach geil ist, dass Umkleidekabinen von Playmobil auf dem Markt sind oder waren. Finde das einfach sehr, sehr cool, dass das hier eine Verwendung gefunden hat. Macht hier sehr, sehr viel Spaß drauf zu gucken, aber die Farbauswahl ist wirklich ein Skandal. Du haust ja richtig auf den Putz, Lars. Also, das Hat muss auch ich echt keine mal Ahnung. sagen in dieser Folge. Hast du ja keine Ahnung, hör uns hier. Also, ich muss sagen, beim ersten Anblick habe ich gedacht, wir sind jetzt in der Richtung Kindergarten oder Kita auch genannt, weil Ja. ich echt so gedacht habe, das ist jetzt irgendwie so eine Einrichtung für einen Kindergarten, so eine Bauecke oder so. Wie du dann Mhm. gesagt hast, das ist eine Umkleidekabine etc., Dusche und so, da habe ich es erstmal realisiert. Also ich Mhm. finde diese klassischen Farben Gelb, Blau, Rot finde ich schön, aber ich erinnere mich Ja. immer daran, dass das irgendwas mit Spielzeug zu tun hat. Also jetzt natürlich, klar, ist ja Spielzeug, aber dass es dann halt Bauklötzchen sind oder sowas halt, diese Mhm. Holzdinger zum Beispiel und nicht sowas. Also das sehe ich nirgendwo auf irgendeinem Schwimmbad stehen, wo da, nee. Also Ja, die Idee ist fantastisch. Ich mag auch dieses genau. Stecksystem, finde ich total cool. Das mag ich unheimlich gerne, weil da kannst du viel mitmachen. Ich finde die Aufteilung toll, ich finde die Größe toll, aber die Farbe, das Mhm. war das Ausschlaggebendste, gefällt mir überhaupt nicht. Ja, siehst du, Matthias, da sind wir doch ähnlich dann, ne? Ja, Also dann haben wir ist eine es ähnliche denn in Begründung. Wirklichkeit? Da, Naja, da haben wir es doch. habt ihr Guck mal, halt da beide haben wir es. keine Ahnung. So. Ja, ich meine, das ist dann okay Das so. weiß Nee, ich nicht. das ist völlig fein. Total okay. Sabrina. Ja. Die letzte Nummer, Ja, Hau raus. die kann man drehen, wie man will. Das ist die 8, die lacht. Bitteschön. die 8. Okay. Boah, hier sind so viele gute Sets noch dabei. Das ist wirklich verrückt. Also, Ja, da werdet ihr gleich Lars, dann sehen, das was ist es hätte sein können. Die richtig. 8, das 12. Set,
könnte Sabrina sehr, sehr gut gefallen. Sabrina hat nämlich ein ähnliches Accessoire für den Strand, für den Badesee. Und zwar ist es dieses Set hier, ich sage die Produktnummer ganz fix, das ist die 4860. Ja, hast du dich daran erinnert? Das ist ja witzig. Na klar. Sabrina, hast du dein Goldset? Oder reicht's nicht? Doch, doch, direkt. Das packe Sehr, ich auf ja. Gold. Manchmal ist weniger mehr. Und Matthias, vielleicht hast du die Folge ja auch gehört, aber was Lars meint ist, dass ich selber tatsächlich auch eine aufblasbare Schildkröte habe zum Baden Mhm. gehen, also wie so eine Matratze. Und ich finde das sehr, sehr Mhm. cool. Ich liebe Schildkröten und ich finde die tatsächlich auch gut gemacht. Also die ist zweifarbig, ich finde die süß. Ich finde die Figur da Ja. drin auch süß. Kleines süßes Mhm. Mädchen. Genau. Es ist ein sehr schön anzusehendes Das hast du sehr, Zweiteiler-Set. Viel das mehr hast ist du es ja sehr, nicht. sehr schön gesagt. Das hast du ganz toll gesagt. Ich habe die Folge tatsächlich natürlich gehört. Fand die auch sehr schön mit euch. Fand es auch mega Danke. witzig, wie du es davon erzählt hattest. Ich gebe dem Set Position 2, also es ist Silber bei mir. Soll ich direkt auch raushauen, warum, weshalb, weswegen? Ja, mach ruhig. Die Schildkröte ist mir einfach braun-gelb. Das ist mir zu langweilig. Also geht irgendwie unter, finde ich ziemlich trist. Und Mhm. das ist eigentlich nur der farbliche Grund, warum ich jetzt auf Silber runtergerutscht bin. Wäre das irgendwie eine erfrischende Farbe gewesen, wäre es ein Stockwerk noch aufgestiegen. Aber ansonsten Mhm. gebe ich dir recht, es ist ein ganz tolles, süßes Set. Auch mit dem kleinen Schlöppchen in den Haaren ist süß. Dann hat sie dieses Blumenmuster auf ihrem wahrscheinlich Badeanzug drauf. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr niedlich. Und weniger ist in dem Sinne definitiv mehr. Auf jeden Fall kann ich direkt mitgehen. Mir fehlt es farblich ja auch ein bisschen. Ich mag diesen, ich würde sagen, Orange oder Orange-Gelb. Die Orange-Gelb-Kombi ist ein bisschen ins bräunliche, ein Orange, ne? Aber das finde ich sehr, sehr cool. Also die Schildkröte gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Also ich finde die fast perfekt. Mir gefällt die Figur nicht so richtig, deswegen würde ich sagen, ist auch nur Silber. Also hier fehlt es dann bei der Figur ein bisschen. Ansonsten finde ich es cool gemacht und muss hier auch wieder sagen, wie geil ist es denn, dass sowas hier auch von Playmobil zu haben ist. Also finde ich einfach stark. Und deswegen finde ich ganz cool, dass wir unser finales Set hier sehr, sehr positiv bewerten und zweimal auf Silber landen und einmal sogar auf Gold. Und Yay! jetzt geht es ja natürlich ein bisschen weiter noch. Jetzt werde ich euch alle Sets einblenden. Und ich weiß nicht, ob ihr traurig sein werdet, aber ich werde euch hier mal die ganze Liste einblenden, weil da waren wirklich ein paar Sets dabei, wo ich mir dachte, boah, die sind richtig stark und ist ja am Ende irgendwie eine ganz witzige Sache, dass wir nicht alle Sets dabei haben, sondern hier ist so ein bisschen Überraschungseffekt dann mit in der Folge dabei und deswegen gibt es nur die Hälfte des Sets. Jetzt kommen sie Ich stelle alle. mir das unglaublich anstrengend vor, Lars, wenn du ja weißt, welche Sets dabei sind und die sagen Zahlen und wieder ist nicht das dabei, was du dir vielleicht wünschen würdest. Oh Gott. Ja, Schicksal halt, ne? Das ist Ja, es halt. ich gehe auch so ein bisschen, aber ich gehe so ein bisschen in die Folge rein und versuche im Vorfeld nicht so viel darüber nachzudenken und finde es dann auch witzig. Also ist ja auch für mich ein Überraschungseffekt und so ein bisschen Abenteuer, deswegen finde ich es richtig lustig. Ihr habt hier im Hintergrund alle 24 Sets und jetzt könnt Oh, ihr einmal kurz raufgucken. Ich finde, da sind ja. ein paar richtige Highlights dabei. Wir haben ein paar Oh, Hotels, ja. wir haben so ein bisschen Strandkiosk, Strandbar, wir haben den Eismann mit dabei, wir haben den Oh. Hotelpagen mit dabei. hm. Also es gibt schon sehr, sehr coole Sachen. Wir haben die Strandmuschel mit im Gepäck. Also ich glaube, hier wären vielleicht noch ein paar Goldsets Ja, unterwegs gewesen. stimme ich dir zu. Ich habe auch schon direkt welche raus gesehen, wo ich gesagt hätte, mit Sicherheit, das wäre Ja, Gold. Also 3 habe ich auf jeden Fall schon. wer sind denn deine Favoriten? Also einmal, soll ich die Nummer sagen? Reicht dir das? Ja, sag ruhig, ob eins, zwei, Also drei, die genau. 5, die 6 und die 14. Das sind für mich schon Sets, die Hm, würden tatsächlich schon in die Goldrichtung kommen. Und die ja. 12 tatsächlich vielleicht auch. Hm. Sabrina, deine Favoriten? Und die 12. Ja, habe ich mir gedacht. Hm. Ich habe auch so auf jeden Fall die 12, die 6 ist richtig gut und ich finde die 14 halt einfach gut. Wir haben ja in der letzten Folge, in der Königsjoker-Folge, oder musstet ihr damit anhören die ganze Zeit, dass ich dieses Barbie-Set so feier und Ja. einfach liebe.
Dieses Set hier ist die Vorlage fürs Barbie-Set. Also das ist quasi der Wahnsinn. Bau, den hat man bei Barbie ein bisschen verändert und dann ist es das Set geworden, was wir in der letzten Folge kennengelernt haben. Ich bin ein bisschen hin und her gerissen und muss noch kurz überlegen. Ich finde übrigens auch die 2 ziemlich gut und liebe Grüße an Philipp. In Folge 4 oder 5 haben wir schon mal über Sommersets gesprochen, da war die 16 mit dabei, das Playmo Beach Hotel. Matthias, wir hatten das auch mal in einer Quizfolge. Richtig, ich erinnere mich. Ja, Ja, spannend. 20 auch Schön. gut. Ja, Hm. so, wir brauchen von jedem ein Set für die Königsjoker-Folge, für die Folge 90. Wen nehmt ihr mit? Die 12. Ja, Und die Nummer 6. stark. Finde ich beide auch sehr, sehr cool. Finde ich lustig, dass wir da wieder deckungsgleich sind. Ich habe natürlich auch sofort die 12 favorisiert. Die finde ich perfekt. Kann schon mal verraten, dass die auf dem Titelbild zu der 2021er Sommerserie sein wird, die ich in Kürze noch vorstelle. Ich gehe mal auf die, jetzt muss ich kurz überlegen. Ich finde die 14 richtig gut. Ich mag die 1 richtig gerne. Mhm. Ähm, oh, ich brauche zu lange und ich finde die 2 auch toll. Wir können noch Dieses die Wartezeitmusik Hotel. einspielen, wenn du magst. Die Fahrstuhlmusik. Ich würde auch die 12 nehmen. Also ich finde die 12 schon am besten. Jetzt hat Sabrina schon die 12. Ja, die wollte ich auch nehmen. Mhm. Ja? Mhm. Okay. Okay, dann machen wir das so. Dann nehme ich ein anderes Set, das ist cooler. Dann nehme ich die 14 mit. Ich gehe wieder auf Wasserpark. Ja, finde ich Ich finde auch gut. Wasserparks geil. Ich glaube, da haben wir auf jeden Fall Favoritensets dabei für die Folge 90, die wir dann auch zusammen machen werden. Ich sage schon mal vielen lieben Dank, es war richtig witzig. Natürlich war es ein bisschen zäh dann irgendwie am Anfang, Ja. weil ich mir auch so dachte, wir haben so viele geile Sets hier mit dabei. Und dann wisst ihr natürlich auch nicht, wo die Sets liegen und welche da kommen. Und ihr sagt natürlich Nummern, die euch sympathisch sind. Und fand es trotzdem geil. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht für mich, dass auch mal ein paar Sets kommen, wo ich mir denke, boah krass, ich muss hier nicht alle auf Gold schieben. Muss nicht überlegen, ob es Gold oder Silber ist. Also das ist ja irgendwie auch cool, dass man dann mal ein bisschen in die Vergangenheit geht und sagt, ja, was haben die 2006 gemacht? Da waren vielleicht ein paar Sachen dabei, die nicht so cool waren. Das ist hier sehr, sehr lustig. Also vielen Dank fürs Dabeisein. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen, bleibt fröhlich, bleibt gesund und bis zur nächsten Folge, in der Tobi wieder dabei sein würde. Tschüss. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss!